Hi, my name is Charles Martinet, but you probably know me better as Hello, it's me, Mario. Woohoo! And you're watching Game TV #1. Woohoo! Ready? Fight! Watch and play. Game TV. Ja, liebe Leute, ihr seht das definitiv, dass ich mal ausnahmsweise nicht in unserem schnusseligen Studio bei Game TV sitze. Trotzdem aber natürlich Hallihallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von eben Game TV. Ganz genau, schrei nicht so. Da die Leute in dieser Hotellobby kommen sonst irgendwie Zustand über. Hi. Also, in einer Hotellobby sitze ich, das sieht man auch so ein bisschen. Und zwar irgendwo in einem Hotel, irgendwo in Barcelona. Und das hat natürlich einen Grund. Und der Grund nennt sich Level Up und ist ein Event, das Namco Bandai ins Leben gerufen hat. Das Jahr zum ersten Mal. Und noch vor der E3 da das Line-Up vom kommenden Jahr präsentiert. Richtig cool, richtig exklusiv. Und da sind ein paar Titel drunter, wo ich schon gewusst habe, dass die kommen. Und es hat ein paar ganz exklusive Announcements drunter, wo man bis jetzt noch gar nicht gewusst hat, dass die überhaupt existieren, sozusagen. Und was das so ist und was uns da aus dem Haus Namco Bandai eben erwartet im Laufe der nächsten 12 Monate oder so, das ziehen wir uns heute rein. Und ja, dann würde ich sagen, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Eines von diesen Spielen, das geannounced worden ist, das habe ich schon vorwegnehmen. Zu dem zeigen wir euch nachher ausführlich ein Interview und das wäre ein MMOR, sozusagen, ein Massively Multiplayer Online Racing Game und das Ganze nennt sich Test Drive Unlimited 2. Dazu ein grosses Interview und was alles sonst noch so abgegangen ist und abgeht da in diesen Tagen in Barcelona, das schauen wir euch jetzt in den News an und alle anderen Neuigkeiten von dieser Woche auch jetzt kompakt und konsequent und kompetent und wie auch immer zusammengefasst. Ja, wir sehen uns nachher wieder. He? Watch and play. Game TV. Im Rahmen des Level-Up-Events in Barcelona machte Namco Bandai einige vielversprechende Announcements und so wurden unter anderem folgende Titel angekündigt. Mit Ace Combat Join the Sword erscheint der neueste Ableger der berühmten Luftkampfserie erstmals für die PSP. Release ist am 30. Juli dieses Jahres. Das Hardcore-RPG Demon's Souls kommt nach bereits großem Erfolg in Amerika und Japan nun auch nach Europa. Bei uns erscheint der PS3-exklusive Titel am 25. Juni 2010. Enslaved ist ein taktisches Action-Adventure, das in einer postapokalyptischen Welt die 400 Jahre alte Novelle Die Reise nach Westen nacherzählt. Die Veröffentlichung ist für den Herbst 2010 geplant. In Majin and the Forsaken Kingdom besucht ihr ein riesiges Königreich, in dem sich, wie in so vielen Spielen, das Böse ausbreitet. Zusammen mit dem KI-gesteuerten Monster namens Majin sind Spieler die letzte Hoffnung auf Rettung und das ab Winter 2010-2011. Die Abenteuer von Naruto Shippuden gehen im neuesten Ableger Ultimate Ninja Storm 2 in die nächste Runde. Der japanische Anime-Held ist voraussichtlich ab Herbst 2010 auf den Next-Gen-Konsolen in voller Action zu erleben.
Ein Remake zum Arcade-Horror-Titel Splatterhouse ist für das diesjährige Halloween geplant. Somit feiert der muskelbepackte Protagonist Rick nach 22 Jahren ein blutiges Comeback. Zudem wurde mit Test Drive Unlimited 2 ein weiterer ambitionierter Titel vorgestellt. Um was es in diesem Spiel geht, erfahrt ihr gleich in unserem exklusiven Interview. Game TV. Sony Computer Entertainment hat die Rückkehr des mehrfach ausgezeichneten Welteroberers Sackboy angekündigt. Little Big Planet 2 für die PS3 wurde vom Visionary Team von Media Molecule entwickelt und bietet den Fans ganz neue Möglichkeiten, um zu spielen, kreieren und teilen. Zum Beispiel eine verbesserte Grafik-Engine, die für verblüffende optische Effekte sorgt, eine neue Story, erweitertes Zubehör und zusätzliche Ausrüstung für Sackboy sowie revolutionäre Spielmechanismen, die den Spielern mehr Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen. Das Spiel in der Verpackung ist diesmal wirklich nur der Anfang. Game TV. THQ hat offiziell bestätigt, dass es in Kürze zusätzliche herunterladbare Inhalte für den Ego-Shooter Metro 2033 geben wird. Das unter dem Titel Ranger Pack angebotene Download-Paket wird ab dieser Woche über Xbox Live und Steam für die PC-Version erhältlich sein. Das Ranger Pack fügt Metro 2033 neue Waffen, freischaltbare Erfolge und den komplett neuen Ranger-Spielmodus hinzu. Letzterer bietet auch erfahrenen Gamern neue Herausforderungen in Metro 2033. Im normalen Ranger-Modus wurde die Munitionsmenge stark verringert. Dafür verursachen Waffen einen deutlich größeren Schaden. Im Ranger Hardcore-Modus werden die Bildschirmanzeige für den Waffen- und Munitionsstatus sowie das Zielkreuz komplett entfernt, um so das spannendste und realistischste Gameplay zu schaffen, das in Metro 2033 möglich ist. Stellt euch der Herausforderung mit 2 neuen Waffen, der schweren Automatik-Schrotflinte und der Voltkanone. Das Ranger Pack enthält außerdem neue freischaltbare Erfolge und bietet die Möglichkeit, 250 zusätzliche Punkte zu erreichen. Watch and play. Game TV. Ja, Leute, der Event geht jetzt dann gerade los. Da, ein Stock weiter unten sind die grossen Präsentationen und Wahnsinn, was da alles announced wird. He? Hey, voll geil. Extrem cool. Wenn man jetzt mich fragt nach meinen persönlichen Highlights, Splatterhouse. Für die ganz Bösen, dann Majin and the Forsaken Kingdom sieht ziemlich innovativ aus. Und was ich auch noch ziemlich geil gefunden habe, ist Enslaved. I die. You die. Von den Macher von Heavenly Sword. Hast du noch ein anderes Highlight? Nein, Splatterhouse und das letzte auch. Enslaved. Nicht Naruto. Hi. Schon, Und Dragon Ball natürlich auch. Ja, und vergessen, Demon's Souls. Ein Spiel, das in den Staaten schon länger draußen ist, da jetzt aber auch zwar nicht präsentiert worden ist, aber wir zumindest können anspielen. Ein neues Rollenspiel aus dem Haus From Software, vertrieben von Namco Bandai. Also das auch noch ein kleiner Hinweis für alle Rollenspieler, das kommt demnächst auf den Markt. So, jetzt legen wir aber richtig los und sagen euch ein Interview, das wir eben im Rahmen von dieser Level-Up-Veranstaltung haben können machen hier in Barcelona. Und das Ganze kommt zu einem sehr, sehr ambitionierten Racing-Game. Test Drive Unlimited 2 und was uns in diesem Massively Multiplayer Online Racing Game so erwartet, das erzählt euch und uns jetzt nur Poloni von den Eden Studios und viel mehr muss ich nicht sagen, sondern nur viel Vergnügen.
is about an open world. You can meet online players, you can do challenges between each other, and your objective was to possess the most beautiful and desirable cars in the world. So on this basis, we've really pushed the online aspects, the community elements, social aspects that you can do in the game. We've worked the car experience, like for example, the car dynamics, we worked completely. We've also integrated new vehicles, like all-terrain vehicles for off-road experience. We've added in a completely offline experience too, like with the developed narration. We've also extended massively on the massively online racing experience, the more that we call. So basically, yes, we took the game and made it twice as big as the first one. We have a huge variety of vehicles. We added, like I said earlier, we added all-terrain vehicles. So you have off-road vehicles, you'll have classic cars, you'll also have asphalt cars. We're aiming to have like the high-end luxurious cars like in the first test drive. So basically keep the same number of cars that we had like in the first one, but expand it to have a more variety in terms of the type of cars that you get. And also each car, since we reworked the dynamics, we feel we wanted each car to have its personality with it, be it in its looks or in the way it feels when you drive it. Came to me was like a dream, but maybe it's time I let you go. It's all on me. Can I find it inside? Feel that fire burn in my eye. If I look at Test Drive Unlimited too, I mean, that's pimped my game because it's about the nicest, the fastest, the most expensive cars. But I didn't see these tuning things. Isn't it necessary for this kind of game? Or why haven't you done things like that? Well, for us, this is about possessing the most beautiful and desirable cars in the world. You will have the possibility to tune your cars, but it's not about making the most incredible, crazy car tuned up with tons of pieces on it and all that. That's not the type of game. It's really more about living the luxurious lifestyle and where you can customize your cars. For example, you can change the color paint or customize it using stickers. So it's you have tuning possibilities, but that's not the core aspect of the game. What about demolition or the breaking the cars? I mean, because I can imagine if I race on a normal street, there will be some possibilities to damage the car. Yes, we've integrated vehicle damage on the vehicles. The idea is that you'll have like from simple scratches to slight pieces of deformation from the main body. You'll have, like, for example, the scratches will be localized depending on the impact, but we didn't want the players to be penalized in terms of performance with the damage, because it's a multiplayer game. Players are riding together. You can easily get your car damaged, and we don't want the players to be frustrated because they're doing a challenge and suddenly their performance is impacted as soon as they get a simple hit. So we didn't want to go down that route, but we wanted to include damage so that at least when you impact the car, you have a realistic reaction to what happens to it. Run away from you, and this is love. And I wonder why I'm addicted to love. One day I'll run away from you. I wonder if it is still just a racing game, or if you get kind of like a bit lost in this whole cruise around this island, buy you expensive stuff, chit chat with some guys online. What about
About that, it is what we call it an MMOR game. It's a massively open online racing experience. So the idea is that you'll be able to have 4 ways to progress in the game. You'll have the pure competition, so for the hardcores, those who just love about the simulation aspect of the game, they'll be the ones who'll be doing the competition aspects, the building up the clubs, racing, the exclusive racing cars. But Test Drive is more than that. It's about living a full, broad car experience. So you'll be able to, we also will be able to track those who just love to cruise around the island, because in the first test drive, you had players who just love to cruise around on the island. So today they will be rewarded with that cruising. Those who went off the road will have specific off-road vehicles, and you've got the areas where you can explore the environment. You'll have special activities linked to your exploration. Like, for example, if you explore an environment, you'll be rewarded to get a car wreck. If you get different car wrecks all throughout the island, you'll be able to build as an exclusive car you can't buy anywhere else. And there's the social progression that is also in the game, where the idea is that you'll be able to meet up with your friends, race, compete between each other in different multiplayer challenges or in cooperative game modes, and extend your social progression in that sense. Or you'll be able to also progress if you're a car fanatic by collecting as many cars as possible. So basically, it's really a variety of things that you can do in the car driving universe, more than just one angle community, like pure simulation driving. We wanted to expand it, like as if we are in the open world, expand the type of possibilities you can do in this game. Can you tell me something about these cooperative modes? What kinds of co-op play can I expect? Yes, we're offering several type of cooperative game modes. The one I can talk to you about today is the one where you can team up with another driver, co-driving, where 2 players online can team up inside the same car, and they can, your co-pilot can give you directions to follow, like either through direction icons or through voice chat. And the idea is really to be able to share driving together. This person, for example, your co-pilot can say, I want to show you where my new house is, or I want to show you a new area that I've discovered, and they can join up in the same car. Or, for example, the drivers can say, hey, come and drive in my car. I just bought this hot car, and come and test it out with me. We're open to the community. We'll have and plan DLC plan. Our objective is all the content is corresponding to the players' feedback. And if more than half of the players say, I want a rally mode in that sense, I mean, why not? But the idea is to listen to the players and what they want with Test Drive Unlimited. Club is something for online players who wants to regroup together towards a common goal. It follows the idea of guilds or clans in MMOs. So you can either create your club or join a club. So club members can either compete between each other for fun, and these competitions are ranked, or they can compete in inter-club challenges with clubs of the same level in order to win points and money. And with these points and money, they will help the club members attain their goal of making their club progress, as well as earn the recognition of their team skills. And when they make their club progress, they'll be able to have a more luxurious setting, more club members, but mainly they'll get access to very exclusive racing cars they won't get anywhere else. And these exclusive racing cars, normally they can be driven on race tracks, but here you'll be able to take them out for a spin, and they are cars very designed for performance and speed. So, but that does mean that every member of the club can own this car, or is it just okay, this club won
the, I don't know, super duper yoo-hoo car, but it's just one car and one member can drive it. The idea is that it is the club's car. It's not everybody who has the car. That's the advantage of being in the club. It's also your objective as a club member to be able to show off and be the best. Your objective when you're in a club is to be the number one club racing fanatic elite of the whole world. Ship the game in autumn. I wish you good luck with it. Thank you very much. And thanks for this interview. Thank you. And have a nice day. Thank you. Have a nice day too. Thank you. Voll geil. Ja, Leute, da, ich habe es vorher gesagt, Demon's Souls. Kann man zwar anspielen, haben es aber nicht vorgestellt. Aber es ist eigentlich auch schon ein alter Hut, weil es gibt es schon länger. Zumindest irgendwo in Amerika. Anyway, ja, da kann man noch ein bisschen ausprobieren, gell? Vollgas. Ja, voll geil. Und es lichtet sich langsam da, die Beteiligung an diesem Event. Weil kaum hat er angefangen, ist er auch schon wieder vorbei. Und ja, nach dem kleinen, schnusseligen Interview zu Test Drive Unlimited 2 wäre es das auch von meiner Seite schon wieder gewesen. Wir fliegen nämlich jetzt dann auch gerade retour, gell? Ja, geht schon wieder heim. Genau, traurig ist das. Und ja, mehr muss man nicht sagen. Ich probiere dann noch ein bisschen das Demon's Souls aus und wünsche euch in diesem Moment noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns dann in einer Woche wieder, dann wieder von dort, wo man sonst immer sendet. Und mehr muss man nicht sagen, gell? Nein, ist gut. Genau. Was? Schöne. Ja, eben, red ein bisschen deutlicher. Einen schönen zusammen. Love, sex, and Game TV.